Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich euch das neueste Update des UFO-Systems im Kia ProSeed GT zeigen möchte. Es handelt sich dabei um das Update 2021 für das Halbjahr 1, die Version 21.03.03, also vom 3.3.2021. Ich habe diese im Bolidenforum gefunden, diese Version. Habe sie auf den USB-Stick gespielt und werde diesen jetzt einmal einstecken. So, das USB-Gerät wird gelesen. Es wurden keine Mediendateien gefunden. Das Update startet jetzt aber auch nicht direkt. Schaue ich mal kurz in den Einstellungen. Wenn ich hier auf den Aktualisieren-Button gehe, da findet er die Version. Hier sieht man auch 21.03.03. Für den CD die Euro-Version. Da werde ich jetzt einmal die Standardaktualisierung auswählen und starten. Jetzt prüft er noch einmal die Dateien. Und dann würde ich sagen, ich melde mich wieder, wenn das Update durchgelaufen ist. Bis gleich. So, jetzt nach einer halben Stunde war das Update abgeschlossen. Ich habe jetzt noch 10 Minuten das System ein bisschen durchsucht, was es denn für Änderungen gab. Und wir sehen hier als allererstes den, ich sag mal, neuen Startbildschirm. Das Design hat sich grundsätzlich nicht geändert, aber es gibt hier schon ein paar Neuerungen. Wenn wir rechts schauen, die Karte ist ein bisschen deutlicher erkennbar. Ist zwar immer noch nutzlos, glaube ich, aber so finde ich es eigentlich echt nicht schlecht. Und wenn man jetzt links unten schaut, unter dem Wetter findet man jetzt auch die Info, was gerade gespielt wird. In dem Fall Antenne Bayern. Und hier so eine Leuchtschrift, wieder so ein durchlaufendes Band, was anzeigt, dass es gerade aktiv ist. Was ich auch gleich rausgefunden habe, auch nur weil ich zufällig an den Bildschirm gekommen bin, wenn man auf die einzelnen Funktionen drückt, hier zum Beispiel DAB, dann kommt man auch direkt ins Radio rein. Dasselbe auf dem Wetter. Da springt er direkt ins Wetter. Und auch wenn man auf die Karte drückt, hier rechts, geht er direkt in die Karte hinein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das davor auch schon so war, beim letzten Update. Aber so hat man zumindest jetzt hier ein paar Optionen zum Reinklicken. Profilwechsel ist immer noch dasselbe. Das hat sich nicht geändert. So, jetzt schauen wir uns mal kurz die Karte an, was sich hier alles geändert hat. Ich habe auf den ersten Blick nichts gesehen. Deswegen, ich schaue nochmal hier rein. Auf jeden Fall fehlt dieser Blitzerwarner-Button immer noch. Das heißt, man kann weiterhin keine mobilen Blitzer melden. Das heißt, das System wird weiterhin nur feste Blitzer verwenden. Dann gehen wir mal in die Navigation rein. Hier hat sich auch nichts geändert. Die Suche hat weiterhin eine Zeile zum Suchen. Ich habe auch schon mal getestet, weil das war unter den Kommentaren vom alten Video. Wenn ich jetzt hier nach München mal wieder suche, schlägt er erstmal wieder POIs vor. Interessanterweise den Marienplatz, wahrscheinlich weil ich den mal irgendwann eingespeichert hatte. Aber wenn ich jetzt hier München mit UE suche, schlägt er das nicht wirklich vor. Er schlägt jetzt hier Mercure Hotel München vor, aber nicht die Stadt an sich. Dasselbe versuche ich jetzt nochmal mit einem Ü. Dazu einfach auf der Taste bleiben. Und da schlägt er gar nichts vor. So, jetzt versuche ich mal wieder meine Leopoldstraße. Hier schlägt er jetzt wieder POIs vor. Gegebenenfalls auch Städte, das weiß ich auch nicht so wirklich. So, Leonardo Hotel. Leopold. So, jetzt kommt dann die Leopoldstraße, die er tatsächlich vorschlägt. Und weiterhin POIs. Jetzt suche ich mal nach der Leopoldstraße. Und er findet tatsächlich die in München.
Vorhin bei der ersten Suche vor 10 Minuten ungefähr, da hat er irgendwas 500 Kilometer entfernt gefunden. Aber so ist das jetzt sogar ein bisschen brauchbar, würde ich sagen. Ging auch recht schnell. Aber weiterhin, so wirkliche Vorschläge kriegt man dann doch nicht. Ansonsten, hier hat sich nirgends was geändert. Kia Service, weiterhin die Händler in der Nähe. Im Kia Live haben wir weiterhin die Verkehrsinfos, die Live-Parkplätze und die Live-Tankstellen. Hat sich nicht geändert, ist gleich geblieben. So, dann bei Telefon hat sich nichts geändert. Android Auto, das ist insofern interessant. Wir können jetzt hier den Splitscreen nutzen, wenn er mich lässt. So, weil das ging bisher ja nicht. Zumindest habe ich die Option nie gefunden. Es war immer dieses Android Auto rechts, was diese 2/3, 1/3 Aufteilung gemacht hat. Aber man konnte rechts einfach nicht nutzen. Jetzt kann man den Splitscreen einblenden und alle Anzeigen nutzen, die man hier eingestellt hat. Das heißt, man könnte das Navi nebenbei laufen lassen oder sonst was. Ist dann natürlich interessant, wenn man das Kia Navi verwendet und hier zum Beispiel Spotify hört. Ansonsten im Splitscreen schon mal vorab Kalender. Ich weiß nicht, ob der davor schon drin war. Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ansonsten hat sich beim Splitscreen nichts geändert. Also Fazit Android Auto. Zu Apple CarPlay kann ich nichts sagen, aber da geht es glaube ich auch. Wir haben immer noch die 2/3, 1/3 Aufteilung, können aber den Splitscreen nutzen. Wenn wir jetzt mal kurz ins Setup springen. Hier unter Allgemein war es, glaube ich. Nee. Unter Audio war es. Genau, unter Audio, verbundenes Gerät, haben wir die Android Auto Einstellungen. Nee. Geräteverbindung, ja. Ist gut versteckt alles so. Android Auto, muss ich mal kurz mein anderes Handy trennen. Sonst kann man die Einstellung nicht ändern. Genau, wir haben jetzt hier die Option bei Android Auto geteilten Bildschirm benutzen. Damit können wir die Splitscreen-Funktion nutzen. Dasselbe gibt es auch bei Apple CarPlay zum Aktivieren. Wir können es jetzt mal kurz testen. Ich schalte es hier aus. Ich verbinde das Handy wieder. Springt da raus, weil die Option kann man nicht nutzen. Jetzt gehe ich wieder in Android Auto rein und jetzt fehlt hier der Button für den Splitscreen. Also muss das explizit hier eingestellt werden. Also Handy wieder trennen, Geräteverbindung, Android Auto und geteilten Bildschirm benutzen. So viel zu Android Auto. Kia Live ist gleich geblieben. UFO gab es auch keine Änderungen, wie ich gesehen habe. Radio. Zur Abwechslung zeigt er mir hier alles in DAB an, was ich interessant finde. Ich hatte erst vorgestern mit Stevie Xseed, ich nenne dich jetzt einfach mal in dem Video, in den Kommentaren geschrieben, dass bei ihm hier im Münchner Osten, Südosten teilweise die Sender nur als FM gefunden werden, obwohl DAB eigentlich auch gehen sollte. Ich stehe jetzt hier gerade in Feldkirchen bei München, im Münchner Osten, da hat er jetzt tatsächlich alles in DAB auch. Aber sonst habe ich hier auch keine Änderungen gesehen. So, Medien gab es auch keine Änderungen. Naturklänge sind auch gleich geblieben, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, sind gleich geblieben. Was jetzt komplett neu ist, ist der Valet-Modus. Ich musste jetzt auch erstmal kurz nachdenken, was das denn ist. Valet ist ja normalerweise in den USA, wenn man sein Auto zum Parken abgibt. Du gibst dem Mitarbeiter den Schlüssel, der parkt dein Auto irgendwo und du musst dich nicht mehr drum kümmern. Das ist jetzt mein erster Gedanke an Valet-Modus. So, wenn man den Valet-Modus startet, kann man hier eine PIN eingeben. Die wird anscheinend bei jedem Mal neu abgefragt. Deswegen gebe ich hier 1, 2, 3, 4 einfach mal ein. Muss man nochmal bestätigen. Und dann sagt er hier Valet-Modus eingeschaltet. Abonnenten der UFO-App dieses Fahrzeugs erhalten GPS-Daten und Fahrinformationen. Dazu mache ich jetzt mal nebenbei hier in der UFO-App einen Screenshot für euch, wie das hier aussieht. Da kriegt man dann einmal die Meldung direkt Valet-Modus aktiviert. So, Screenshot gemacht, blende ich jetzt gleich ein. Dieser Valet-Modus ist, so wie ich es jetzt im ersten Moment verstehe, wohl dafür, wenn man wirklich sein Auto zum Parken abgibt,
schaltet man diesen Valet-Modus ein und man kann jetzt nachverfolgen, was passiert mit dem Auto. In der App sieht man dann letzte Zündung, gefahrene Strecke, Fahrzeit, maximales Tempo und seit wann der Valet-Modus ein ist. Also man kann wohl nachverfolgen, was passiert mit meinem Auto, wenn man es jemandem abgibt. Wäre vielleicht auch interessant, wenn man ihn in der Werkstatt hat, dann kann man nachverfolgen, was da ist. Wobei vorgestern war ich in der Werkstatt und saß im Verkaufsraum, habe aufs Auto gewartet und zwischendurch immer mal geschaut in der UFO-App, wie ist denn der Stand vom Auto. Hat man auch schön gesehen, Motorhaube offen, Kofferraum offen, Motor läuft nicht und so weiter. Genau, und jetzt kann man den Valet-Modus einfach wieder hier beenden, indem man das Passwort von vorn wieder eingibt. Also das ist jetzt meine Vermutung, für was dieser Valet-Modus ist. Mehr kann ich mir da jetzt nicht vorstellen. So, nächster Punkt ist Klima. Dazu schalte ich kurz die Zündung ein. Da ist weiterhin nur die Info, was gerade eingestellt ist, und man kann hier rechts diese Klimaanlageneinstellungen ändern. Da hat sich nicht mehr geändert. Jetzt springe ich noch kurz auf die zweite Seite. Hier gibt es noch Hinweis, Sprachnotiz und Handbuch. Da sind, glaube ich, keine neuen Punkte dazu gekommen. Dann kann man weiterhin, wenn man hier drauf bleibt, die Symbole so anordnen, wie man will. Alles weiterhin möglich. Und jetzt schauen wir noch in die Einstellungen, was sich hier getan hat. Ich bin ins Fahrzeug reingesprungen. Ich schalte die Zündung doch nochmal ein, sonst geht das nicht. Was mir aufgefallen ist, es kann sein, dass sich teilweise die Beschriftungen geändert haben, dass es jetzt anders heißt. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier schon dabei war. Hier zum Beispiel Sitz, einfaches Einsteigen. Ich bin mir nicht sicher, ob das davor auch so hieß. Das ist die Komfort-Einstellung, ob der Sitz dann beim Aussteigen zurückfährt oder nicht oder weit oder wie auch immer. Also das ist eine Änderung, wo ich vermute, dass sie neu ist. Ansonsten hat sich hier nichts geändert. Dann kann ich die Zündung wieder ausmachen. So. Navigation hat sich, glaube ich, weiterhin auch nichts geändert. Radarkontrollenwarnung ist eingeschaltet. Wie gesagt, in der Map hat man weiterhin keinen Button, um was zu melden. Und das sollte alles gleich geblieben sein. So. Bei Audio gibt es auch wieder eine Änderung. Im letzten Update haben sie den Equalizer als Audio-Tuning bezeichnet. Der heißt jetzt wieder Equalizer. Die Reihenfolge ist, glaube ich, wieder gleich geblieben. Aber hieß es davor nicht Höhen, Mitten und Tiefen? Bin mir auch gerade nicht sicher. Vielleicht haben sie das auch wieder geändert von der Bezeichnung. So, ansonsten hat sich hier, glaube ich, auch nichts geändert. Genau, hier wollte ich vorhin reinspringen, Android Auto. Da kann man eigentlich nur die Lautstärke vorgeben. Wobei die ändert sich natürlich, wenn man dann am Lautstärkeregler dreht. So. Was mir gerade auffällt, hier gibt es eine Suche, um Einstellungen zu suchen. Ich weiß gar nicht, ob es die davor gab. Irgendwie hätte ich mal davor nochmal schauen sollen, was es alles gibt. Aber interessant, dass man da auch was suchen kann, bevor man ewig durchgeht. So eine Geräteverbindung haben wir schon angeschaut. Android Auto ist diese Funktion neu, Apple CarPlay auch, dass man den Splitscreen nutzen kann. Profil hat sich nichts geändert, Spracherkennung hat sich auch nichts geändert. Genau, Online-Spracherkennung und wie viele Anweisungen man haben will. Bildschirm hat sich auch nichts geändert. Man kann hier im Splitscreen jetzt nochmal auswählen, was man haben möchte. Wie gesagt, Kalender, bin ich mir total unsicher, ob es das davor schon gab. Ich frage mich auch, wo er das herzieht. Vom Handy theoretisch. Weil der macht doch nur SMS und Kontaktzugriff. Naja, nutze ich eh nicht hier drin, das mit dem Kalender. Im Zweifel habe ich Android Auto und kann da den Kalender nutzen vom Handy. Und so, als nächstes die Favoritentaste kann man weiterhin einstellen. Also alle Optionen. Ich habe weiterhin Android Auto dann hier drauf. Alle Optionen auf der Modus-Taste am Lenkrad. Und hier, die Option ist neu. Volume Tune Regler. Man kann den tauschen. Das heißt, wenn man jetzt hier auf Tauschen geht, ist der linke nicht mehr die Lautstärke-Taste,
der Lautstärkeregler, sondern der rechte. Kann man machen, wenn der Beifahrer immer die Lautstärke regulieren soll. Ich brauche den hier links. Ich nutze den auch sehr gerne und bin froh, dass Kia den beibehalten hat. Aber das ist so eine neue Funktion, dass man das hier tauschen kann. Ich lasse den aber links. So, bei UFO hat sich, glaube ich, auch nichts geändert. So, allgemein, das schauen wir jetzt noch mal kurz. Aktualisiert habe ich es heute zuletzt. Ich habe jetzt die Version 21.03.03 drauf. Also das wirklich aktuellste Update. Kartenversion ist diese hier. Was ganz interessant war, ich habe die ja aus dem Boliden-Forum, die Version, und man konnte sie bisher nur aus Russland sich ziehen. Beziehungsweise sie wurden oder die russische Version wurde bereitgestellt. In manchen Kommentaren, auch bei Hyundai quasi, wurde gesagt, man muss dann, dass hier eventuell Russ angezeigt wird, statt Euro, müsste man irgendwas ändern. Das habe ich zuvor auch versucht, dass ich Navi-RU den Ordner in Navi-EU geändert habe. Dann habe ich es hier eingesteckt und dann hat er gesagt, Dateien fehlerhaft. Dann habe ich es wieder umbenannt und jetzt ging es. Und das war wahrscheinlich vorhin auch der Grund, dass er das Update nicht selbst vorgeschlagen hat, sondern ich in Setup gehen musste und quasi diesen Aktualisieren-Button drücken musste. So. Aber so bin ich jetzt froh. Es war das russische Update, aber da ist tatsächlich alles drin, was wir in der EU brauchen. Und die Bezeichnungen sind auch alle EU. Man kann sich jetzt fragen, ob das RU da hinten für Russisch ist, aber da hier vorne Euro drin steht, passt das. So viel zu den Infos. Und hier hat sich, glaube ich, auch nicht viel geändert. Was ich jetzt wieder gemerkt habe vor kurzer Zeit, man muss weiterhin Sommerzeit manuell umstellen. Scheint immer noch nicht zu gehen. Das heißt, bei jedem Wechsel der Uhrzeit, also Winterzeit, Sommerzeit, muss man das manuell drücken. Ansonsten hat sich hier nichts mehr geändert. So, das soll es dann auch schon gewesen sein. Mein Ersteindruck vom neuen Update. Wenn mir noch was Neues auffällt, schreibe es in die Kommentare oder mache im Zweifel ein weiteres Video. Ansonsten, wenn euch noch was auffällt, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. So, und zum Schluss wollte ich noch dazu sagen, ich habe es am Anfang nicht erwähnt, das Update ist natürlich für alle Kia Ceed mit dem 10,25 Zoll UFO Entertainment System. Wie ihr es kriegt, schaut im Boliden Forum vorbei, da werden immer aktuelle Links jetzt bestimmt gepostet. Vielleicht auch bei Motor Talk, da habe ich heute auch schon einen gesehen. Nur noch ein kurzes Update, wo ich gerade losgefahren bin. Ich wollte einfach mal schauen, ob sich bei der Rückfahrkamera gerade was geändert hat. Wenn ich hier zurückgehe, es bleibt nicht weiter bestehen und von den Einstellungen her kann man auch nichts einstellen. Das heißt, die Rückfahrkamera ist gleich geblieben. So, ich bin gerade wieder daheim angekommen und habe jetzt noch ein kleines Update, was mir jetzt während der Fahrt einfach aufgefallen ist, was sich geändert hat. Beim Radio und bei allem anderen die Lautstärkeanzeige unten. Schön, dass in der Tiefgarage Radio geht. Ja, aber wenn wir jetzt schauen, wir haben hier unten nur noch eine Linie, die sich erweitert und davor hatten wir doch, glaube ich, 45 kleine Blöcke, die sich beim Erhöhen der Lautstärke dann füllen. Also hier hat sich das Design minimal geändert. Das noch so als kleines Update. Ansonsten war es das dann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte euch das Update vorstellen, also gut vorstellen, dass ihr jetzt einen Eindruck habt, was hier alles neu ist. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.